einfach ausprobieren. Wirklich nicht zu lange überlegen, keine Berührungsängste haben. Ich bin Daniela Meier, ich habe Informatik studiert und bin jetzt seit etwas über 1,5 Jahren bei der AXA Schweiz, wo ich verantwortlich bin für die IT-Strategie. Ich bin seit dem Studium in der Finanzbranche tätig, wo ich immer in der einen oder anderen Rolle für Applikationen gesorgt habe, den Betrieb sichergestellt habe oder sie weiterentwickelt habe. Ich habe mich für eine Karriere im Tech-Bereich entschieden, weil ich Technik schon immer unglaublich faszinierend gefunden habe. Es ist ein extrem schnelllebiges Fachgebiet. Es gibt immer wieder etwas Neues zu lernen. Und man ist deswegen wirklich am vordersten Front dabei, um die Welt von morgen zu gestalten. Und etwas, was ich erst später gemerkt habe, ist, dass Technik auch ein sehr interdisziplinäres Fachgebiet ist. Weil es ist eigentlich einfach ein Werkzeug, um etwas anderes zu bauen. Und durch das hat man immer eine Verbindung mit einem anderen Fachgebiet. Und dann kann man die Brücke schlagen zwischen diesen zwei Fachgebieten und so dafür sorgen, dass man gemeinsam einen Schritt weiterkommt. Und das ist für mich immer das i-Tüpfchen. Also an meinem Job gefällt mir extrem, dass ich mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten darf. Es sind nicht nur Leute aus der IT der AXA, sondern auch von anderen Ressorts von der AXA Schweiz, also anderen Fachgebieten. Aber auch von der AXA weltweit, also mit den anderen AXA-Ländereinheiten darf ich auch sehr viel zusammenarbeiten. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Und mit dem dann gemeinsam diskutieren, oder, wo möchten wir, dass die AXA in Zukunft hergeht und wie erreichen wir das. Und deswegen gibt es mir auch inhaltlich einen extrem breiten Einblick. Also meine Empfehlung wäre, an jemanden, der in die Tech-Branche gehen will, ist einfach ausprobieren. Wirklich nicht zu lange überlegen, keine Berührungsängste haben. Es kann eigentlich gar nichts schiefgehen dabei und wenn, hat man etwas gelernt. Weil in der Tech-Branche gibt es so viele verschiedene Sachen. Es ist nicht nur inhaltlich breit, sondern es ist wirklich auch von hands-on bis theoretisch kann man alles machen und da gibt es alle Graustufen und von dem her gibt es für jeden etwas. Es ist extrem wichtig, dass es Diversität im Tech-Bereich gibt, weil zum Beispiel ich bin Linkshänderin und ihr glaubt gar nicht, wie oft dass im Alltag irgendetwas einfach für Rechtshänder konzipiert worden ist, wo man nicht immer merkt. So ganz subtil zum Teil, wo man auch niemandem einen Vorwurf machen kann. Zum Beispiel beim Fotoapparat, alle Auslöseknöpfe sind rechts. Es gibt keinen Fotoapparat wirklich für Linkshänder. Und das sind einfach so die kleinen Kniffe im Alltag. Und wenn man wirklich Lösungen bauen will, die für die ganze Welt passen, die man für die ganze Welt anwenden kann, dann müssen wir dafür sorgen, dass auch die ganze Welt mitmacht, die Lösungen zu bauen. Und für das ist es wirklich wichtig, dass wir es schaffen, die ganze Welt ins Boot zu holen und im Beruf die Diversität schaffen, die in der realen Welt auch existiert, damit wir die Welt für morgen nicht nur für eine Minderheit bauen können. Was mir an der AXA so sehr gefällt, ist die menschliche Kultur. Ich habe Kollegen, die arbeiten schon seit Jahrzehnten bei der AXA. Und obwohl sie so viel Erfahrung haben und so ein grosses Wissen haben, haben sie mich als Neuling offen aufgenommen und haben mich ernst genommen mit meinen Meinungen und meinen Ansichten und mich auch gefragt, was meine Meinung ist. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass man die Kombination anbringt, dass man zwar wirklich eine grosse Erfahrung hat und trotzdem es immer wieder schafft, um ein frisches Augenpaar darauf zu schauen. Das ist genau das, was die Diversität ermöglicht, die wir brauchen, um gute Lösungen zu bauen. Also ich finde, eine Karriere hat extrem viel zu tun damit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das kann man ja leider nicht immer steuern. Aber wenn du es schaffst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und sich eine Chance ergibt, dann pack die. Traust dir zu, tu einfach einmal etwas ausprobieren.